Herzlich willkommen zum 20. japanischen Filmfestival Nippon Connection und zu unserer ersten Online-Ausgabe. Mein Name ist Florian Höhr und ich bin Programmdirektor des Festivals und heute habe ich das ganz besondere Vergnügen, einen der renommiertesten und einflussreichsten Filmschaffenden unserer Zeit zu begrüßen, Werner Herzog. Herr Herzog stellt bei unserem Festival seinen in Japan gedrehten Film Family Romance LLC vor und hat sich nun die Zeit genommen, um uns einige Fragen zu beantworten. Und neben Werner Herzog stelle ich auch die Person vor, die uns dieses Gespräch ermöglicht hat und die auch einen entscheidenden Beitrag zu dem Film geleistet hat, nämlich die Dolmetscherin Jasmin Dose, die auch selbst schon einige Male auf unserem Festival gedolmetscht hat. Herr Herzog und Jasmin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich wäre gerne bei Ihnen jetzt in Deutschland, aber ich sitze hier ja sozusagen festgefroren in Los Angeles. Flüge gehen ja noch nicht, aber wie gesagt, wir müssen uns halt virtuell in Zusammenschluss dann über den Film unterhalten. Und wir machen das Beste aus der Situation. Ja, freut mich aber, dass ich den Film sozusagen auf Entfernung vertreten kann. Aber viel wichtiger ist ja, dass Jasmin Dose mit dabei sein kann, physisch, weil sie einen sehr ungewöhnlich großen Anteil an der Gestaltung des Films hatte. Dankeschön. Meine erste Frage ist zum Entstehen des Films. Sie haben den Film über eine real existierende Agentur gegründet, Family Romance. Und der Geschäftsführer und Gründer der Agentur, Yuji Ishii, spielt ja auch sich selbst. Wie sind Sie denn auf die Agentur Family Romance aufmerksam geworden? Das ging über einen ehemaligen Studenten von mir. Ich habe ja eine ganz wilde Guerilla-Filmschule als Gegenpunkt gegen die normalen Filmschulen gegründet. Das nennt sich The Rogue Film School, die Schurken-Filmschule. Und da war ein junger Mann dabei, der war sehr, sehr interessanter junger Filmregisseur, aber der hat außergewöhnlich gut auch geschrieben und namens Rock Morin. Ein Mann aus den USA. Und ich habe ihm immer gesagt, hören Sie, Rock, Sie sollten auch schreiben. Und das hat er sich wohl zu Herzen genommen und schrieb dann Artikel und Aufsätze für sehr, sehr prestigeträchtige Zeitschriften in den USA und veröffentlichte eines Tages in The Atlantic, ein sehr, sehr gutes Magazin in den USA, einen Artikel über Family Romance. Und ich bin sofort, das heißt, er hat mir das geschickt, ich habe sofort mich bei ihm gemeldet und sagte ihm, das ist ja unglaublich, sowas habe ich ja überhaupt noch nie gehört und noch nie, das ist ja eine ganz, ganz wichtige, große Geschichte, die unsere Zivilisation betrifft, nicht nur Japan. Es hat mit fundamentaler Einsamkeit zu tun, es hat mit Wahrheit und nicht unbedingt Lüge, aber mit Wahrheit und Darstellung und gekünstelter Darstellung und Performances zu tun. Und sagte ihm, hör mal, Rock, du musst unbedingt einen Film machen, einen Spielfilm. Und er sagte mir, naja, ich bin da noch nicht ganz bereit dafür. Und ich sagte, das muss gemacht werden. Wenn du das nicht machst, würde ich es wahnsinnig gerne machen. Und er sagte, ja, würde mich freuen. Und wir sind es sofort angegangen. Und ich habe dann sofort mit Yuichi Ishii Kontakt über ihn aufgenommen. 2 Dinge wollte ich von Yuichi. Zum einen, ich wollte nach Tokio kommen, damit er mir an 2 Nachmittagen aus seinem normalen Geschäftsleben erzählt. Einfach Stories erzählt. Was macht er? Welche Aufgaben übernimmt er? Wen vermietet er für welche Situationen? Und ich habe da an 2 Nachmittagen eine ganz dichte Liste an Situationen mir aufgeschrieben und wusste, daraus bilde ich dann eine Story. Daraus wird dann ein Drehbuch gemacht. Das Zweite war, ich wollte von ihm Unterstützung haben bei der Auswahl der Schauspieler, Casting. Es war ja klar, das wird ein Spielfilm. Und ich wollte die Darsteller alle aus seinem Pool, alle aus seiner Mannschaft
der sehr vielen, ich glaube weit über 1000 Angestellte hat er ja, die er ausschickt, die dann bestimmte Personen Aufträge bekommen. Also zum Beispiel bei einer Hochzeit als Vater der Braut einzutreten, weil der Vater der Braut nicht herzeigbar ist, weil er Alkoholiker ist oder aus allen möglichen Gründen oder Leute, die Freunde haben wollen. Und bei diesen Castings war er hinter der Kamera mit mir und hat die potenziellen Darsteller aus seiner Gruppe von Leuten, die hat er so gut mit Stichworten versorgt, dass ich gedacht habe, das ist ja so lebendig, und sagte ihm dann, hören Sie, Ishii-san, Sie müssen ein Hauptdarsteller sein. Und er sagte, gut, wir versuchen das, aber bin ich denn wirklich ein Schauspieler? Und ich sagte, ich bin ein Regisseur, ich weiß, wie ich das handhaben kann. Und Sie sind ein so außergewöhnliches Talent, wir müssen das miteinander machen. Und das war ja bestimmt eine sehr große Herausforderung für Sie, weil, soweit ich weiß, sprechen Sie ja kein Japanisch. Ich spreche kein Wort Japanisch, habe allerdings Erfahrung in Japan. Das heißt, ich habe die Welturaufführung einer modernen Oper gemacht in Tokio. Das war 1997 eine Oper von dem großen Komponisten Saegusa. Und der Titel der Oper ist Chushingura. Und da habe ich also, Entschuldigung, da habe ich natürlich Erfahrung mit japanischer Kultur, mit Stilisierung, mit der Seele Japans musste ich ja da handhaben, weil Chushingura ist ja quintessential japanische Seele. Und dadurch musste ich also Einblick versuchen zu bekommen. Und nicht die Sprache zu sprechen, das war eben die wunderbare Mitarbeit von Jasmin Dose, die wir gefunden haben. Es war so, ich habe nie direkte Dialoge geschrieben, sondern ich habe Jasmin Dose eine Situation geschildert. Zum Beispiel eine völlig erfundene Situation. Eine Frau, die eigentlich eine Verliererin ist, die es schlecht im Leben ging, die hat auf einmal in der Lotterie gewonnen, 20 Millionen Yen, der größte Moment in ihrem Leben. Und diesen Moment möchte sie nochmal erleben. Und bestellt sich dadurch dafür sozusagen Leute, die an ihre Türe kommen und ihr erklären, sie hat in der Lotterie gewonnen. Und diese Situation war sehr, sehr genau definiert und beschrieben. Jasmin Dose hat das wiederum den Darstellern genau erklärt und hat gesagt, das und das und das muss ganz sicher im Dialog kommen. Alles andere gestaltet ihr frei. Das heißt, die Dialoge waren von den Darstellern dann formuliert worden. Und ich wollte auch nicht, ich habe ja Kamera selbst gemacht, ich wollte nicht über ein Mikrofon oder über einen Kopfhörer, wollte ich nicht Live-Übersetzung haben. Ich wollte fühlen, die Dialoge laufen richtig. Und das Seltsame war, dass ich immer das Gefühl hatte, jetzt war es richtig, jetzt war es authentisch. Das können Sie auch als jemand, der die Sprache nicht spricht, mitbekommen. Und erst nach der Szene hat mir Jasmin Dose dann übersetzt. Und ich fragte, ist genau dieser Moment gekommen, ist dieser Moment gekommen? Und ich bekam das dann bestätigt. Das heißt, die Übersetzung in diesem Fall, die Dolmetscherin, war von entscheidender Bedeutung, weil sie ja eigentlich Mitgestalterin der Szenen war. Also vielen Dank an Jasmin hier. Dankeschön. Es war eine außergewöhnliche, und wir hatten ja Erfahrung mit mehreren Dolmetschern, aber die Mitarbeit mit Ihnen, Jasmin, war etwas, was überragend gut war. Habe ich noch nie so erlebt. Und das Kaliber des Films korrespondiert mit dem Kaliber ihrer schöpferischen Intelligenz.
Das freut mich und ehrt mich sehr. Vielen Dank. Und Jasmin, wie hast du diese Herausforderung gemeistert, den Schauspielern das so genau zu erklären, wie Herr Herzog das gerne umgesetzt sehen wollte? Ich war ja jedes Mal dann auch am Set dabei. Also wir waren zum Beispiel im Park und haben dann bestimmte Szenen gedreht. Und vor allem wichtig war dann zum Beispiel zu erkennen, von welcher Perspektive wird quasi gefilmt und dann zum Beispiel auch die Gestik zu verfolgen, wie Herr Herzog Dinge erklärt und beschreibt. Weil für die Kamerasperspektive ist dann ja schon eine gewisse Idee vorhanden und das quasi nicht zu verpassen ist, verpasst habe, dann kann ich nämlich dem Schauspieler und der Schauspielerin sagen, was quasi der Inhalt ist, aber gleichzeitig auch, wie ganz grob der Verlauf im Bild sein könnte. Und daran eben konnten sich dann die Schauspieler und die Schauspielerinnen orientieren und haben dann nur noch das Ganze, was sie sich dann wiederum vorgestellt haben, in ihre eigenen Worte umsetzen müssen. Und ob diese Wörter dann von der Auswahl her gepasst haben, theoretisch steht es den Schauspielern ja frei, habe ich dann nur noch quasi den Inhalt an Herrn Herzog und Rock weitergegeben und dann haben wir herausgefunden, ob das eben genau das ist, was wir uns vorstellen oder ob wir das in einer kompakteren Weise oder vielleicht noch in einer langsameren Japanisch-Folge oder so neu drehen wollten. Also es waren dann nur noch Feinheiten, die wir ein bisschen ajustiert haben. Ich würde gerne ein Beispiel geben. Das Mädchen, das 12-jährige Mädchen Mahiro, die hat ein ungewöhnlich großes Talent ist on camera. Die sollte ihrem Vater so etwa in der Mitte des Films ihre neue Schuluniform zeigen. Und das hat sie auch gemacht in einem Park, aber viel zu scheu. Und ich sagte dann über Jasmin, sie soll jetzt zuversichtlicher sein. Der Kontakt mit dem Vater, der so tut, als wäre er ihr Vater. Ein fehlender Vater hat sie irgendwie selbstbewusster gemacht. Sie muss das selbstbewusster und muss viel mehr Freude jetzt haben, auch am Leben. Und dann war klar, bestimmte Abläufe. Sie zeigt ihrem Vater am Handy Fotos, die sie gemacht hat auf Instagram. Und da haben wir eine Auswahl gemacht, 4 Fotos. An 4. Stelle, egal was kam, aber an 4. Stelle musste ein bestimmtes Foto sein, wo das Mädchen eine Yoga-Pose an einem Strand macht. Und das ist auch so gekommen, das war dann so auch im Ablauf richtig gewesen, weil in dem Moment, wo das Foto in Instagram kommt mit der Yoga-Pose am Strand, fragt der Vater, wo ist denn das gemacht worden? Und das Mädchen, obwohl sie nur belogen wird, lügt auch. Sie sagt, um sich irgendwie großartiger darzustellen, das Foto, das hat meine Mutter auf Bali gemacht. Sie war aber, stellt sich in der nächsten Szene heraus, noch nie in Bali. Sie wollte sich nur interessanter machen. Und insofern war klar, die generelle Stimmung, dass sie also zuversichtlich ist, sogar so zuversichtlich und dann aber wieder nicht ganz zuversichtlich, sodass sie eine kleine Lüge mit hineinwirkt, um ihren Vater zu beeindrucken. Das heißt manchmal sehr, sehr delikate und sehr sensible Stimmungslagen, die ausgedrückt werden mussten. Und das kann ich nicht über direkte, simultane Übersetzung mitbekommen. Ich musste, weil ich ja der Näheste war mit meiner Kamera, ich war den Darstellern näher als alle anderen, ich musste das einfach hören, vom Ton her. Ich habe auch noch eine weitere Frage, die beide sicher gut beantworten können. Und zwar erzählen uns japanische Filmschaffende sehr oft, dass es eine große Herausforderung ist, in Tokio zu drehen, weil es dort wirklich schwierig ist, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Und Sie, Herr Herzog, haben ja in Interviews auch schon erzählt, dass Sie mitunter auch schon Drehgenehmigungen gefälscht haben. Also das ist für Sie jetzt keine Hürde. Wie sind Sie da in Japan damit umgegangen? Und Jasmin, wie konntest du in der Hinsicht auch unterstützend wirken? In diesem Fall hatte ich keine Drehgenehmigung, also nicht einmal eine gefälschte, sondern man muss sich das so vorstellen, wir waren ja praktisch überhaupt kein Team. Es waren nur ein paar Darsteller mitten auf der Straße
Und unser Fußabdruck, our Footprint, war ja nicht mehr als jemand, der mit einem Cellphone irgendwie in der Straße schnell irgendwelche Freunde filmt. Mehr war da gar nicht. Und zum großen Teil fiel den Menschen, in deren Mitte wir gedreht haben, gar nicht auf, dass hier ein Spielfilm gedreht wird. Es fiel überhaupt nicht auf. Und manche Szenen, ich wusste natürlich, wir werden wahrscheinlich keine Drehgenehmigung haben. Wir sind einfach irgendwo in einem Park aufgetaucht und haben ganz rasch gedreht und ohne Aufsehen erregen ein paar Leute. Das heißt, wir haben niemanden gestört. Wir haben keine Sicherheitszonen verletzt. Die einzige Ausnahme war der Shinkansen, der Bullet Train Plattform. Da war klar, das ist schwierig, weil das eine Sicherheitszone ist. Und wir haben die Szene in einer Menschenmenge, ein Stock unter Zehntausenden von Leuten, haben wir die Szene geprobt, sind dann an den Bahnsteig hin und warteten, bis ein Zug hereinkommt. Der Zug bleibt genau 60 Sekunden stehen. In diesen 60 Sekunden war klar, müssen wir die Szene drehen. Ein einziges Mal. Und ich sah den Zug hereinkommen, nahm die Kamera hoch und wir fingen zu drehen an. Nach 60 Sekunden fährt der Zug raus und das war es auch schon. Aber da sind Sicherheitsleute gekommen. Da waren, glaube ich, 4 Sicherheitsleute, die haben nur um Verstärkung telefoniert und wir sind ganz ruhig in 7 verschiedene Richtungen dann wieder nach Haus gegangen oder ins Hotel gegangen. Das heißt, wir haben keine Sicherheitszone wirklich gefährdet. Wir haben so gedreht, dass Menschen, die direkt nebenan waren, zum Beispiel bei der Kirschblüte, das sind ja Zehntausende von Leuten im Park, die haben nicht mal gemerkt, dass hier ein Spielfilm gedreht wird. So unauffällig waren wir. Und insofern dachte ich mir, ich verletze nicht die Souveränität Japans. Ich bin da natürlich sehr auch bewusst, dass ich als Gast da bin. Aber Japan ist ja ein außergewöhnlich gastfreundliches Land und jeder inklusive die Bürokratie, hätte begriffen, wir richten keinen Schaden an. Wir stören den Verkehr nicht. Wir sind kein Sicherheitsrisiko. Das heißt, insofern, glaube ich, war das auch im Sinne Japans, weil letztlich ist dieser Film ja mein Brief, mein Liebesbrief an Japan. Und Jasmin, gab es auch Situationen, in denen du vielleicht etwas unterstützen musstest und vielleicht auch eine Ausrede dafür finden musstest, dass hier jetzt gerade gedreht wurde? Also wir hatten ja auch die wirklich 12-jährige Mahido bei uns. Das heißt, wir haben nichts riskiert, was wirklich eine Gefahr darstellen würde oder so etwas. Wir waren immer in sicheren Straßen. Wir haben keine Autos angehalten oder so. Das war immer in einem Bereich, wo man wirklich sagen konnte, da ist nichts, was ansatzweise wirklich gefährlich ist. Es gibt eine Szene, die haben wir in Kabukicho gedreht. Das ist die Szene mit der Frau, die zeigen möchte, dass sie Paparazzi hat. Da haben wir ein bisschen getrickst. Da haben wir bewusst quasi Passanten angesprochen, dass wir hier eine berühmte Person fotografieren und filmen und das Fotografieren explizit erlaubt ist und haben dadurch quasi ein bisschen so getrickst, dass es nach einem offiziellen Fotoshooting auf der Straße aussieht und haben wirklich dann die Passanten mit in den Film eingearbeitet. Ja, das war ja das Witzige, dass auf einmal Bystanders, also Leute, die am Straßenrand standen, auf einmal mitmachen wollten. Die wollten mit der jungen Frau, mit der berühmten jungen Frau fotografiert werden, kamen plötzlich mit ihren Cellphones und haben selber als Paparazzi mitgearbeitet.
ohne dass einige wussten gar nicht, dass da ein Spielfilm gedreht wird, weil meine Kamera war viel unauffälliger als die Fotokameras der Paparazzi. Ja. Es war sehr witzig, wie dann auf einmal Fiktion sich in Wirklichkeit verwandelt hat und wie sich das ineinander vermischt hat. Und da ist ja auch kein Autoverkehr gewesen, es sind ja nur in dieser Straße nur Leute zu Fuß. Und das hat niemanden gestört. Wir sind ein einziges Mal dadurch gegangen, vielleicht 100 Meter Strecke gegangen. Und das war es auch schon. Innerhalb von 60 Sekunden war das auch gedreht. Ja. Und Herr Herzog, schöner Moment, den ich nicht missen möchte. ja, auch gerade diese Szene in Kabukicho, als ich die gesehen hatte, dachte ich auch, wie war es bloß möglich, diese Szene zu drehen? Und ja, das ist ja ein sehr schönes Beispiel, Jasmin, dass du das jetzt gerade auch aufgegriffen hast. Ja. Nur mit einer ganz kleinen Kamera. Den gesamten Film über ist nie ein Stativ verwendet worden, nie ein einziges Licht, nie ein einziger Galgen mit Mikrofon, was ja auffällig gewesen wäre. Das heißt, es ist so gedreht worden, dass Leute, die 2 Meter daneben standen, nicht gemerkt haben, dass hier ein Spielfilm gedreht wird. Mit Schauspielern, mit Dialog. Die Schauspieler hatten ja alle Radiomikrofone versteckt angebracht. Und das ist wunderbar gegangen. Und dadurch, dass wir einige Szenen nur ein einziges Mal gedreht haben, ist der Film mit ganz, ganz wenig Ausgangsmaterial gemacht worden, zusammengestellt worden. Normalerweise bei einem Spielfilm werden ja Stunde um Stunde pro Tag an Material gedreht. Bei Family Romance LLC waren insgesamt, das glaubt mir niemand in der Filmwirtschaft, niemand glaubt mir das. Wir haben 350 Minuten an Material gedreht. Andere drehen 350 Stunden oder 3000 Stunden sogar. Und Sie beschreiben in dem Film ja ein sehr japanisches Phänomen. Also die Agentur gibt es ja mittlerweile seit über 10 Jahren und erfreut sich immer noch wachsender Beliebtheit. Aber ist es vielleicht auch so, dass Sie in Ihrem Film auch etwas über den Zustand unserer Welt allgemein aussagen? Sie haben jetzt diese eine Szene erwähnt, in der Mahiro etwas vorlügt, dass diese Bilder auf ihrem Instagram-Profil, dass sie auf Bali aufgenommen wurden. Ja, das ist mir immer klar gewesen. Sicher, die erste Erscheinungsform ist Japan. Aber es ist etwas, was die ganze Welt oder die ganze eher technische Welt bewegt. Das heißt, es kommt ja auf uns zu. Es ist ja auch nicht völlig neu, dass wir zum Beispiel in Deutschland oder in den USA auch gemietete Familienmitglieder verwenden. Seit über 100 Jahren gibt es ja oder mehr als das Babysitter. Ein Babysitter, ja sozusagen Ersatz für die Eltern, die im Kino sind am Abend oder im Theater sind. Oder Delegation von Gefühlen auf etwas anderes, was nicht unbedingt ein Mensch sein muss. Das kann auch ein Roboter sein oder es kann ein Teddybär sein, ein Teddybär oder eine Puppe. Aber diese Erscheinung von ganz tiefer Vereinsamung, es ist nicht nur Vereinsamung, es ist auch eine tiefe Frage über, was ist eigentlich wahr? Welche Rolle spielen wir selber in unserer eigenen Familie, in unserer eigenen Firma, in unserer eigenen Umwelt? Wir haben ja alle sozusagen bestimmte Rollen, die wir erfüllen, ohne dass wir uns klar machen müssen, das sind Rollen. Wenn ich meine Kinder treffe, dann spreche ich mit ihnen in einer Weise, wie ein Vater mit seinen Kindern spricht. Und mit anderen Leuten, da wechselt der Ton, weil nämlich die Darstellung sich ändert. Und die wirklich außergewöhnliche Frage ist,
so vieles heute ist ja ungewiss, weil wir nicht genau sagen können, ist das jetzt gespielt, ist das jetzt Fake News, ist das jetzt eine Lüge, ist das jetzt eine Art von Wahrheit, erfinde ich Wahrheiten. Und manchmal sind die erfundenen Wahrheiten tiefer als die realen Wahrheiten, als die Wirklichkeit. Ich gebe, mein bestes Beispiel ist dafür Michelangelo, der große Künstler, der in der großen Kirche im Vatikan die Pietà geschaffen hat. Das heißt, die Jungfrau Maria hält den gekreuzigten oder vom Kreuz abgenommenen Sohn in den Armen. Wenn man dem Sohn Jesus ins Gesicht sieht, dann stellt man fest, das ist ein 33-jähriger Mann. Und wenn man die Mutter sich anschaut, die Mutter ist 17. Und jetzt ist die Frage, wollte uns Michelangelo betrügen? Wollte er uns Fake News geben? Wollte er irgendein Spiel mit uns treiben? Nein, das eben nicht. Er wollte uns das tiefste Wesen geben, die tiefste Wahrheit vom Leiden Christi und die tiefste Wahrheit von seiner Mutter, der Jungfrau. Und deswegen ist der Sohn 33 Jahre alt und die Mutter ist 17. Und das ist eine wunderbare Erfindung, weil sie uns eine tiefe Wahrheit vermittelt. Und das ist etwas, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren immer wieder versuche, in meinen Filmen klarzumachen. Eine Suche nach einer tieferen Wahrheit. Und in dem Fall hat mir Japan als ein wunderbarer Gast eine Möglichkeit gegeben, einen Film zu drehen, den ich innerhalb von all den Filmen, die ich gemacht habe, vielleicht als einen der 3, 4 essentiellen meiner Filme betrachte. Herr Herzog und Jasmin, herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Interview und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch und viel Erfolg mit dem japanischen Filmfestival. Wie gesagt, ich wäre wahnsinnig gerne da, aber mein Gruß geht an das Festival und mein Gruß geht an Japan, das mir etwas ganz Außergewöhnliches ermöglicht hat. Herzlichen Dank.